Und wir blicken nach Essen zu meinem Kollegen Gerrit Sebald. Gerrit, radikale Gegner des Parteitags wollen die etwa 600 Delegierten an der Anreise hindern. Linksextremisten drohen mit schweren Krawallen. Was bekommst du denn vor Ort mit? Schwer den Kampf gegen die Nazis. Ja, Marian, ich bin genau hier an so einer Blockade, etwa 500 Meter von der Krugerhalle entfernt, also dem Veranstaltungsort des AfD-Parteitags. Ja, und genau hier passiert das, was du gerade gesagt hast. Es wird tatsächlich relativ erfolgreich versucht, die Delegierten bei der Anreise zu stören. Wir können uns das mal anschauen. Ich gehe mal kurz auf ein Bild. Wir sehen hier quasi den Block, der hier die Kreuzung blockiert. Tatsächlich wird aber auch dieser Block gerade von der Polizei blockiert. Der darf nicht weiterlaufen. Wir können mal weiter nach rechts gucken. Die Polizei hat ihn eingekesselt. Und wenn wir noch weiter nach rechts gucken, dann sehen wir die Autobahnauffahrt von der A52, wo man auch erwartet, dass eben viele AfD-Delegierte anreisen. Wir sehen einfach solche Blockaden hier jetzt überall in der Stadt. Die Veranstalter sprechen gerade von 10 insgesamt. Also von allen Seiten ist dieser Veranstaltungsort blockiert. Wir waren gerade eben noch bei einem Hotel, bei einem B&B-Hotel, wo man hochrangige AfD-Abgeordnete oder Delegierte vermutet. Auch dieses Hotel ist blockiert, so dass die dort nicht rauskommen. Da rückt natürlich jetzt auch die Polizei an und versucht, die Demonstranten dort wegzuräumen, damit eben alle Delegierten zum Parteitag kommen. Aber gerade erweist sich das wirklich als schwierig. Ich würde schon erwarten, dass sich das Ganze etwas verzögern könnte für die AfD, um zu starten, weil es müssen ja auch erstmal alle oder zumindest ein Großteil der Delegierten da sein, um den Parteitag eben abhalten zu können. Wir können auch noch mal kurz weiter in diese Richtung gucken. Da haben sich gerade auch von hinten versucht, welche dieser Blockade anzuschließen. Das hat die Polizei verhindert. Sie will eben, dass die Blockade nicht noch größer wird, damit sie dann im Zweifel besser geräumt wird. In diese Richtung ist dann eben auch die Krugerhalle, wo der Parteitag stattfindet. Aber bisher kann man sagen, von hier aus dieser Richtung kommen AfD-Delegierte nicht zur Halle und müssen deswegen andere Wege finden. Es ist so ein Katz-und-Maus-Spiel. Sie nennen das Finger. Überall in der Stadt bewegen sich diese Gruppen relativ spontan durch die Straßen und setzen sich dann immer wieder auf Kreuzungen, um eben zu blockieren. Also die Stimmung schon am Morgen aufgeheizt. Gerrit, vielen Dank, du beobachtest das für uns den ganzen Tag.